Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget und heute habe ich einige News für die kommenden Tage für euch parat und wir starten auch mal direkt rein. Und zwar gehen wir zuallererst erstmal ins Forum. Ja, hier gibt es wieder einen Beitrag zu den kommenden Events. Ja, die sind aber jetzt nicht ganz so interessant für uns. Wir gehen direkt hier zum Start rein. Am Freitag, dem 19.08., dann auch, also startet am 19.08. dann auch wieder unser Sommersammelsurium. Erledigt 10 Tage lang Aufgaben, sammelt Punkte und sagt dafür Belohnungen ein. Ja, das hatten wir letztes Jahr zum Sommer-Event auch schon gehabt, das Sommersammelsurium, wo man halt über verschiedene Aufgaben, die man täglich erledigen muss, Punkte sammelt und halt eben ja, Rewards dafür bekommt. Zum Hauptgewinn gab es da einen legendären Stein. Die Aufgaben waren im Verhältnis ein bisschen schwer, beziehungsweise pilzintensiv für den Reward, den man bekommen hat. Ich hoffe mal, dass dort dieses Jahr ein bisschen was dran gearbeitet worden ist. Also das startet am 19.08. nächste Woche am Freitag. Ja. Und jetzt geht es aber in die interessanten Parts nochmal rein. Also das ist auch schon cool auf jeden Fall, ne? Und in der Zeit bis dahin lohnt es sich mal bei unseren Social-Media-Kanälen vorbeizuschauen, denn da gibt es eine neue Serie namens 10 Tage bis zum Barden. Die zeigt, wie eine neue Charakterklasse entworfen ist. Hier haben wir schon mal 2 Skizzen. Einmal diese hier, wie die halt gezeichnet wird, wie sowas entsteht. Und einmal hier schon ein bisschen eine genauere Zeichnung von Barden. Und das wird uns jetzt bis zum Freitag nächste Woche dann begleiten, bis zum 19. Ja. Also sehen wir, dass in 10 Tagen der Barde erscheinen wird. Ja, und ja, der ein oder andere kann sich das eventuell zusammenreimen. Oder in 10 Tagen, beziehungsweise 9 Tagen jetzt, ist ja der 19. und das ist ein Freitag. Das heißt, der Barde erscheint an einem Freitag. So, und da der letzte Server ja auch schon wieder dementsprechend alt ist, würde es vom Rhythmus her passen, dass eventuell nächste Woche am Freitag, ja, am 19., ein neuer Server erscheinen wird. Also W58 mit dem Barden zum Release drauf. Ja, das ist höchstwahrscheinlich, also es steht hier noch nirgendwo offiziell, aber es ist, denke ich mal, sehr, sehr wahrscheinlich, dass eben ein neuer Server kommen wird, halt eben mit dem Barden drauf. Und ja, das wird natürlich ganz nice und ich habe natürlich auch vor, das Ganze zu streamen. Ich werde seit langer Zeit mal wieder einen Serverstart begleiten. Das ist schon sehr, sehr lange her, das letzte Mal, aber es gibt diesmal ein sehr, sehr cooles, ja, ich sag mal, Trollprojekt, was ich mit euch vorhabe. Und das würde ich ziemlich feiern, wenn das so ein bisschen umgesetzt werden könnte. Also, gehen wir mal einfach von aus und davon, ne, ich sag mal, zu 99% wird das bestimmt so sein, dass am 19.08., wenn das Sammelsurium erscheint, auch der Barde erscheinen wird und halt gleichzeitig auch ein neuer Server W58 erscheinen wird. Dann habe ich vor, wie auch in der Vergangenheit, so eine One-Hit-Wonder bzw. Eintagsfliegen-Gilde zu machen, wie man das aus der Vergangenheit kennt, deren Sinn es ist, in der ersten bzw. zweiten Stunde des Servers die komplette Ehrenhalle oben zu dominieren. Ja, das heißt, man joint einer Gilde, also meiner Gilde. Wir spielen uns so schnell wie möglich hoch, um uns halt in den ersten paar Minuten, Stunden des Servers so weit wie möglich oben zu platzieren. Das war der Sinn bisher von dieser Eintagsfliegen-Gilde-Projekt, was ich gemacht hatte, weil ich immer einen Serverstart begleiten wollte. Ich wollte aber nie langfristig drauf spielen. So, und das war halt eben die perfekte Zwischenmöglichkeit für ein cooles Projekt, für ein Kurzzeitprojekt und das werden wir dieses Mal wieder so machen auf W58. Jetzt kommt aber noch eine Kleinigkeit dazu. Wir werden nicht einfach nur so das Ganze machen, sondern wir werden das in Anlehnung dadurch, dass es ja in der Vergangenheit so viele Fehler gab, bezüglich auch auf das neue Backend und sowas alles, habe ich mir gedacht, können wir ja mal so ein kleines Trollprojekt in die Wege leiten und deswegen werden wir wie gesagt, am Freitag diese Gilde starten, werden in den ersten paar Stunden die Ehrenhalle repräsentieren und wir werden eine Flashmob-Gilde machen. Das heißt, jeder von uns wird sich das gleiche Profilbild erstellen und zwar dieses Unity-Bild. Ja? Das ist für mich
der Typ, der für mich so repräsentativ für das neue Backend steht. Weil wenn es zu Fehlern kam oder man sich nicht einloggen konnte, dann kam dieses Charakterbild, ja. Und das ist das Charakterbild, was wir uns alle auf W58 aussuchen und einloggen werden. Jeder, der bei mir in der Gilde ist dazu verpflichtet, in den ersten paar Minuten, Stunden so hoch wie möglich in der Ehrenhalle zu kommen und sich dieses Bild hier auszusuchen bzw. umzugestalten. Wer das nicht haben sollte in der Gilde, der fliegt dann auch gleich wieder raus. Ja? Ich werde die Plätze so schnell wie möglich dann aufmachen, mir die Gilde erstellen und die 49 Schnellsten, die in die Gilde kommen, die werden dann mit mir an die Spitze in den ersten paar Stunden spielen. Ja, das heißt, falls ihr langfristig auf dem Server spielen wollt, dann tretet nicht dieser Gilde bei. Dann könnt ihr das nur von außen beobachten, was aber auch nicht so schlimm ist, denn ich möchte auf diesen Server wirklich so einen richtigen Flashmob irgendwie lostreten, ne? Sodass quasi nicht nur unsere Gilde mit diesem Unity-Bild vertreten ist, sondern alle, die irgendwie, keine Ahnung, jetzt dieses Video sehen sollten oder von diesem Projekt Wind bekommen, dass sich alle auf W58 dieses Charakterbild aussuchen, dieses Profilbild, und dann am ersten Tag, beziehungsweise in den ersten paar Stunden oder am ersten Spieltag, das ist ja Freitag, der startet ja um 16 Uhr, an dem Tag ist ja nicht mehr so viel Zeit, dass zumindest an dem Tag, am Freitag, sich alle, die davon Wind bekommen, dieses Unity-Bild ausrüsten und dann halt eben so ein bisschen, sag ich mal, damit Playa so ein bisschen hops nehmen für, so ein bisschen als kleine, Stichelei, sag ich mal, so als kleinen Scherz, dass sie halt eben dieses Backend-Gesicht, dieses Unity-Gesicht halt eben die komplette Ehrenhalle gefüllt ist mit dem komplett exakt gleichen Charakterbild. Es wäre so geil, wenn man in der Arena gegen dreimal dieses Charakterbild hier vorgeschlagen bekommt, weil einfach jeder das hat. Ne? Weil ja jeder, der ja irgendwie Connection-Probleme hatte oder so, da haben ja alle das gleiche Gesicht gehabt. Und deswegen ist für mich W58 jetzt so ein bisschen ein Trollprojekt, dass halt W58 der Backend-Server ist quasi so ein bisschen. Ne? Und das wäre cool, wenn auf jeden Fall so viel wie möglich das mitmachen würden. Das Ding ist ja, ihr braucht das Profilbild ja nicht dauerhaft haben. Ja? Nach dem ersten Tag, nach dem Freitag, dann ist für mich das Projekt auch schon durch. Dann könnt ihr ja wieder euer normales Charakterbild nehmen. Das Umgestalten kostet 1 Gold. Also den Spaß kann man sich, denke ich, mal machen, dass man am Freitag zumindest sich dieses Unity-Bild hier rauslässt und danach am Samstag könnt ihr ja schon für das 1 Gold wieder euer normales Charakterbild nehmen. Ich möchte halt wirklich nur in den ersten paar Stunden des Servers so viel wie möglich irgendwie versuchen, davon zu sehen auf dem Server, und das wäre halt sehr, sehr cool, wenn das halt eben möglich ist. Also, wie gesagt, am Freitag, den 19. gehen wir mal wirklich stark von aus, dass dort der neue Server erscheint mit dem Baren. Gibt es einen Livestream ab 15 Uhr und wir werden uns da das neue Sommersammelsurium anschauen und ab 16 Uhr dann den Serverstart mit diesem Kurzzeitprojekt, wo wir halt eben diese 50 Leute mit komplett Unity-Bildern in der Gilde haben, ja, und dann halt eben darüber hinaus wäre es halt sehr cool, wenn wir so viel wie möglich Leute am ersten Tag dazu motivieren können, dieses Charakterbild so ein bisschen stellvertretend für das Backend halt eben zu nutzen, sodass die Leute denken, oh, leckt der Server schon wieder oder warum hat hier jeder das gleiche Charakterbild? So, ne? Das wäre auf jeden Fall ziemlich funny, wenn wir das hinkriegen würden, so einen kleinen Flashmob auszulösen auf dem Server, und das werden wir am Freitag dann natürlich dann halt auch dementsprechend live streamen. Ja? Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe mal, das wird cool werden. Alleine unser Vorhaben mit der Gilde, wir werden ja schon, dadurch, dass wir halt eben nicht ganz so normal spielen, werden wir ja relativ viele oben platzieren können in den ersten paar Minuten, Stunden des Servers, weil halt eben normalerweise spielst du ja eigentlich so, dass du halt den Serverstart spielst bis Stufe 10, dann holst du dir dein Sammelalbum, ne? Dann pushst du dich durch die Ehrenhalle durch, dann füllst du dein Sammelalbum, dann kannst du abends in der Happy Hour, die letzte Stunde des Servers um 23 Uhr, kannst du dann mit besserem Sammelalbum deine Abenteuerlust machen und kommst natürlich am Ende des Tages, hast du ja effektiv mehr aus deiner Abenteuerlust geholt, als wir es jetzt zum Beispiel tun, die direkt ab 16 Uhr direkt gleich losquesten und so und uns equippen und halt eben versuchen, in den ersten paar Stunden zumindest so weit wie möglich oben zu etablieren.
Am Ende des Tages werden wir dann halt eben alle wieder durchgereicht werden von den Leuten, die den Server halt eben ernst nehmen. Deswegen sage ich, alle Leute, die in die Gilde wollen, die dürfen den Server nicht so ernst nehmen oder haben halt eben kein Interesse, den Server langfristig zu spielen. Wenn sie aber auf ein Kurzzeitprojekt Bock haben, so wie ich, wo ich wahrscheinlich auch das Anfangspaket wiederholen werde für 5 Euro, den Spaß mache ich mir einfach, dann können die da auch sehr gerne versuchen, in die Gilde zu kommen. Wie gesagt, ich werde 50 Plätze oder 49 halt frei machen und die schnellsten, die halt reinkommen, die pushen dann mit mir zusammen halt eben an die Spitze. Ja, das ist mein Vorhaben auf W58. Vielleicht habt ihr Bock drauf, vielleicht gefällt es euch und vielleicht macht ihr da auch mit und erzählt euren Gildenkollegen und allen auch da weiter, dass man das am ersten Tag so ein bisschen, ja, so als kleine Trollaktion halt Player gegenüber so ein bisschen zeigen kann, wir als Community, wir haben hier auch ein bisschen Power und können zeigen, so dementsprechend stellvertretend hier, wir sind am Start. So, ne? Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, würde mich sehr freuen. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch wieder auf W58 eine kleine Überraschung von meiner Seite aus geben zum Serverstart. Ne? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dahingehend auch ein Abo auf dem Kanal hier dazulassen, um halt eben nichts zu verpassen, was es in diese Richtung dann nachher geben wird. Dazu aber dann halt mehr. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.